Wussten Sie, dass im Mittelalter wesentlich häufiger geküsst wurde als heutzutage? Wussten Sie, dass eine Grußgebärde entscheidend sein konnte für den Rest Ihres Lebens? In Zeiten von Covid ist das Grußritual wieder in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit gerückt. Wie sollen wir grüßen? Wie ist es korrekt zu grüßen? Was dürfen wir machen? Was dürfen wir nicht machen? Was ist höflich, respektvoll und angemessen? Eines ist auf jeden Fall sicher. In diesem Jahr hat sich unser Grußverhalten wesentlich stärker verändert als die letzten 1000 Jahre. Vom Händeschütteln, Umarmen oder sogar vom Küssen sind wir im Moment weiter entfernt als im Mittelalter. Was macht es so bedeutend, das Grüßen? Was macht das Grußritual so existenziell in unserem Leben? Grüßen ist eine gesellschaftliche Konvention und Grundvoraussetzung für jede menschliche Kommunikation. Es ist die Ouvertüre zur menschlichen Interaktion. Aber Grüßen ist auch ein Erkennungscode. So zum Beispiel im frühen Christentum, mit dem Friedenskuss, im hohen Mittelalter, bei den Handwerksgesellen, die sich an ihrem Gruß die Zunft erkennen konnten, oder heutzutage auch noch bei gewissen Grußformen wie zum Beispiel Petri-Heil bei den Anglern, Weidmannsheil bei den Jägern oder dem bekannten Surfergruß. Betrachten wir zunächst mal die Bedeutung des Wortes Grüßen, die Etymologie. Der Wortstamm sagt uns schon einiges über die Bedeutung dieses Rituals und dieser Konvention aus. Grüßen kommt von dem westgermanischen Wort Grotian, was so viel bedeutet wie zum Reden bringen. Wandelt sich dann im Althochdeutschen zu großen und im Mittelhochdeutschen zu grüßen, was so viel bedeutet wie jemanden ansprechen. Manchmal wird auch eine Verbindung zu dem altnordischen Wort Greta hergestellt, das so viel bedeutet wie zum Weinen bringen. Wohl eher darauf zurückzuführen, dass die Wiedersehensfreude zu groß war und die Emotionen überbordeten. Nun zu der Bedeutung des Grußrituals im Mittelalter. In der Antike gab es keine soziale Differenzierung in der Grußformel, auf jeden Fall aber doch in den Gebärden. Der religiöse Inhalt wurde im Christentum erst in diese Grußformeln integriert und ist uns bis heute, zum Teil allerdings sinnentleert, erhalten geblieben. Die Bedeutung der Grußgeste und Gebärde im Mittelalter war um ein Vielfaches größer, als sie heute ist. Denn diese Gebärden und Gesten waren volle Informationen und Inhalte geladen, die beim Adressaten sofort ankamen. Die Grußformel und Geste beinhaltet zugleich die komplette Information über den sozialen Status und das Ansehen des Grüßenden, worüber sich der Mensch im Mittelalter definierte, sowohl auch wie die Absichten. Auch die hohe Mobilität im Mittelalter gab dem Gruß und dem Abschied eine existenzielle und zeremonielle Bedeutung. Über Grußgesten und Formeln wurden sofort sozialer Status, Absichten und Zugehörigkeiten vermittelt. Die große Bedeutung, die man diesem Ritual beimaß, lässt sich zum Beispiel anhand einiger kurioser Geschichten erahnen, wie zum Beispiel einem Aufeinandertreffen von dem König Konrad III. Und dem byzantinischen Kaiser Manuel I. Komnenos im 12. Jahrhundert. Nachdem beide eigentlich machtpolitisch auf derselben Ebene waren, mussten sie ein kompliziertes Grußprotokoll ausarbeiten, damit keiner sein Ansehen einbüßen musste. Das heißt, die beiden mussten einander auf dem Pferd entgegenreiten und auch die Umarmung auf dem Pferd vollziehen, um sicherzustellen, dass beide Reiche auf derselben machtpolitischen Ebene standen. Der Gruß dient aber auch der Versicherung friedlicher Absichten. So ist zum Beispiel ein verweigerter oder nicht ausgesprochener Gruß eine implizierte Drohung oder Herausforderung. Ein schönes Beispiel dazu gibt es aus der Artus-Sage, wo ein unbekannter Ritter gegen Gawain kämpfen möchte. So verweigert er den Gruß so lange, bis er sich der Identität des anderen Ritters bewusst ist. Das heißt, bis er weiß, dass es sich nicht um Gawain handelt. Mit den Worten, ich begrüße euch nicht. Denn sollte es Gawain sein, darf er ihn vor einem Kampf nicht grüßen, denn sonst wäre es ein Verrat gewesen. Denn ein Gruß ist ein Zeichen für ein friedliches Aufeinandertreffen. Das Begrüßungszeremoniell ist je nach Position und Ansehen des Begrüßten unterschiedlich
und von sozialen und machtpolitischen Faktoren beeinflusst. Das Spektrum reicht von den Kopf neigen, sich zu Boden werfen, sich die Hände geben oder Hände fassen, sich zu umarmen, bis zum Küssen. Wesentlich ist die nonverbale Kommunikation im Mittelalter. Ihr kommt in jedem Fall die größere Bedeutung zu. Wir dürfen aber auch nicht außer Acht lassen, dass die Quellen, die wir zum Gruß im Mittelalter haben, sich größtenteils auf das höfische Zeremoniell beziehen. Das heißt, wir wissen von dem Alltagsgruß relativ wenig, können aber davon ausgehen, dass die höfischen Umgangsformen stilbildend auch für die städtische Oberschicht waren. Nun gut, was gab es dann für Gesten im Mittelalter? Welche Gebärden verwendete der Mensch im Mittelalter, um sich zu begrüßen? Beginnen wir gleich mit der uns geläufigsten Begrüßungsgeste, nämlich dem Händeschütteln. In der Antike wird berichtet, dass das schon ein bekanntes Begrüßungs- und Verabschiedungsritual unter Vertrauten, Familie und Freunden war. Das Händeschütteln erfährt dann jedoch eine Bedeutungswandlung. In der Bibel und im Mittelalter ist dieser Gestus eher mit einem Treueversprechen und einem rechtsgebenden Gebärde verbunden, als mit einem üblichen Gruß. Das Darreichen der ungeschützten, unbewaffneten rechten Hand ist aber in jedem Fall immer zu werten als die Versicherung einer friedfertigen Absicht. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Grußgestus, den in diesem Kapitel wohl am meisten Platz einnehmenden, nämlich dem Kuss und der Umarmung. Was wird im Mittelalter nicht alles geküsst? Füße, Hände, Wangen, Reliquien, Kreuze, der Boden. Wer wird im Mittelalter nicht alle geküsst? Der Kuss bietet ein weites Spektrum an Möglichkeiten, an Varianten und auch an Inhalten im Mittelalter. Schon in der Bibel wird der Kuss als Grußgestus häufig erwähnt. Familienmitglieder werden so begrüßt, aber der Kuss ist auch ein Zeichen von Demut, Ehrerbietung und Wohlwollen, sowie auch von Zuneigung. Und natürlich gibt es da auch noch den erotischen Kuss, der im Hohelied ausführlich beschrieben wird. Homer erwähnte den Kuss auch schon als Begrüßungsgestus gegenüber enger Vertrauter und Familienmitglieder. Im frühen Christentum war der Kuss ein Erkennungsmerkmal der Gemeinde und auch in die Liturgie integriert, nämlich als Friedenskuss. Dieser Friedenskuss wurde aber im 12. und 13. Jahrhundert nur mehr indirekt mit den Gemeindemitgliedern geteilt, nämlich über eine sogenannte Friedenstafel, Osculatorium, denn diese sollte allweiligen Versuchungen vorbeugen. Der Kuss war also im Mittelalter eine Geste des Begrüßens zwischen Vertrauten, Freunden und Familienmitgliedern, hatte aber auch rechtlich bindende Wirkung, wie zum Beispiel zwischen dem Lehensherrn und den Untergebenen, sowie auch zwischen Verlobten. Fazit ist, im Mittelalter wurde viel geküsst und unter unterschiedlichen Aspekten und mit unterschiedlichen Auswirkungen. Häufig finden wir auch in Abbildungen des Mittelalters eine Geste, die vom Kopfneigen bis zum sich auf den Boden werfen reichen kann. Die Proskinese. Diese Geste der Demut und Anbetung ist schon im ugaritischen und akkadischen Schrifttum zu finden. Aber auch im römischen und dann im byzantinischen Hofzeremoniell hat sie eine große Bedeutung. Im byzantinischen Hofzeremoniell wird sie lange beibehalten. In der Bibel ist die Proskinese als kultische Geste schon zu finden. Zum Beispiel: Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor ihm verneigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Der Kniefall oder gar das sich zu Boden werfen wird im Mittelalter als Grußgestus nur unter besonderen Umständen von machtpolitischer und sozialer Relevanz verwendet. Es ist eine besondere Ehrerbietung dem Grüßenden gegenüber, eine besondere Ehrerbietung wie auch das Hutziehen. Und da sind wir schon beim nächsten Grußgestus. Das Abnehmen des Hutes gehört zum höfischen Begrüßungszeremoniell und ist nicht in den Alltagsgruß integriert. Auch deswegen, weil der Hut ein Statussymbol des Trägers ist und uns einen Hinweis auf seinen sozialen Stand gibt. Als Grußgeste ist es eine besondere Ehrerbietung gegenüber dem Adressaten. In den Alltag wurde es als Begrüßungsritual oder Begrüßungsgebärde erst im 19. Jahrhundert integriert. Nun von den Gesten aber zur Sprache, zu den gesprochenen Grußformeln. Die gesprochenen Grußformeln gehören zum Alltag, zum Alltagsgruß und sind seit dem frühen Christentum auch immer Ausdruck des Glaubens. Sie beinhalten stets einen Segenswunsch, Friedenswunsch oder den Wunsch nach Gottes Beistand. Viele dieser Grußformeln sind uns heute noch überliefert und werden in gewissen Regionen noch gebraucht, allerdings sinnentleert.
Denken Sie zum Beispiel an Tschüss, das kommt von Adieu, Gott befohlen. Denken Sie an Grüß Gott, verkürzt von Gott grüße dich. Denken Sie an Pfirti, verkürzt für Gott behüte dich. Oder auch Goodbye, May God be with you. Sogar Guten Tag rührt eigentlich verkürzt von Gott gebe dir einen guten Tag her. Die reinen Tagzeitgrüße kommen erst im 19. Jahrhundert auf und sind auch heute noch nur in gewissen Regionen im Gebrauch. Anders ist es mit dem Abschied. Der Abschied ist nicht so ein starker Bedeutungsträger wie der Gruß. Zum Abschied werden meist noch ein paar Segensworte für den Weg mitgegeben. Resümee ist, dass das Grüßen im Mittelalter eine bedeutende Funktion als Informationsträger erfüllte, aber auch, dass der Gruß im Mittelalter sehr stark nonverbal ausgedrückt wurde. Die gesprochenen Grußformeln sind auf den Glaubensinhalt gerichtet, die Grußgebärden vor allem um das Ansehen und die Absicht zu vermitteln. In diesem Sinne, Pfirti, Tschüss, Adieu.